Zuerst koche ich Reis. In Japan nutzen wir immer einen Reiskocher, um Reis zuzubereiten. Es ist aber kein Problem, falls ihr Kochbeutel Reis nutzt. Diesen kann man in jedem Supermarkt leicht finden. Falls ihr eine Reisrolle zubereiten möchtet, müsst ihr auf die Reisart achten. Er sollte etwas klebrig sein. Hierfür müsst ihr nicht in einen Spezialladen gehen. Solchen Reis gibt es auch in normalen größeren Supermärkten in Deutschland. Um noch gesünder zu kochen, vermische ich den Reis immer mit etwas Naturreis, aber das muss jeder für sich entscheiden. Als nächstes koche ich das Lachsfilet. Zuerst salze ich den Lachs etwas und lasse ihn für 5 Minuten ruhen. Nach 5 Minuten trockne ich den Lachs mit Küchenpapier. Eine spezielle Technik ist nicht nötig. Ich wicke den Lachs leicht in Küchenpapier ein und drücke etwas. So entnehme ich den Lachs überflüssiges Wasser. Falls der Lachs schon vor den Salzen feucht war, trocknet ihr ihn bereits vorher einmal mit Küchenpapier. Ein gutes Beispiel hierfür ist tiefgekühlter Lachs. Nachdem er aufgetaut ist, solltet ihr ihn kurz trocknen. Dann lege ich den Lachs in einen Glasbehälter, da ich ihn in der Mikrowelle backen werde. Aber ihr könnt ihn genauso in der Pfanne braten. Als nächstes bereite ich die Gurken zu. Ich brauche etwa 2 kleine Gurken. Zuerst schneide ich beide Enden ab und nutze den Gemüsehobel, um die Gurke in kleine Scheiben zu schneiden. Ihr seht, das geht schnell und ist einfach. Nach dem Schneiden salze ich die Gurken etwas. Das Salz nimmt das Wasser auf. Danach mische ich alle Gurken gut und lasse sie für 5 Minuten ruhen. Zurück zum Lachs. Er ist schon fertig gekocht. Bitte vorsichtig öffnen, denn es gibt viel heißen Dampf. Mit 2 Gabeln lockern die Lachs auf und entgräten. Bitte nimm auch die Haut aus. Jetzt mische ich die Soße für den Reis. 3 Esslöffel brauner Zucker, 1 Teelöffel Salz und 60 Milliliter Essig. Mischt alles gut. Jetzt kommt der Reis dazu. Man kann auch noch etwas Essig hinzugeben, um den Geschmack anzupassen. Auch wenn es das erste Mal ist, dass ihr Sushi kocht, empfehle ich euch eine solche Methode. So löst sich auch der Zucker einfach. Bitte mischt den Reis schnell, bevor er kalt wird. Zurück zu meinen Gurken. Quetsche die Gurken bitte gut aus, so wird alles unnötige Wasser abgegeben. Nun fügt die Gurken den Reis hinzu, mischt alles leicht. Als nächstes kommt der Lachs oben darauf. Der Farbkontrast zwischen Lachs und Gurken sieht sehr schön aus, also misch weiter. Zum Abschluss kommt noch etwas Sesam dazu. Ein letztes Mal kurz mischen und wir sind fertig. Jetzt kann es serviert werden. Mein hausgemachter Lachs-Sushi. Guten Appetit!